Das verkauft keiner? Das halte ich für eine Lüge, Sir. Das wird eigentlich sehr häufig verkauft. Meistens schreiben die Leute, verkaufe 360, 480, 540 Cursed Jewelry Fragments. Und das ist quasi die andere Bezeichnung von Ultimate-Schmuck. Du gibst ihm 88 Staub. Den kannst du ja einfach kaufen. Von Leuten bis zu 3 Mio. 2,8 bis 3 Millionen kostet der. Also, natürlich solltest du irgendwie eine Sicherheit verlangen oder so und nicht einfach Leuten deinen Staub traden, sonst wirst du gescammt. Aber theoretisch schautet jetzt jemand zum Beispiel, verkaufe eben diese Cursed Jewelry Fragments oder Abkürzung ist CJF. Und dann tradest du ihn halt 88 Staub, wie gesagt. Also 88 ist das Minimum. Keine Ahnung, warum 88 ist nicht so gut gewählte Zahl, aber ist ja egal. Dann tradest du ihm deinen 88 Staub. Wie gesagt, am besten halt verlangst du eine Sicherheit. Also es soll dir einfach die 88 mal 2,8 Mio, whatever geben. Wie viel auch immer das ist. Irgendwas 200 Mio rum. Soll er dir einfach geben. Und dann tradest du quasi wieder zurück. Den fertigen Ring oder was auch immer du dir ausgesucht hast. Also Ring, Kette, Ohrring ist ja egal. Und du gibst ihm sein Geld quasi zurück. Plus das Geld von dem Trader an sich. Also das Geld für die Juwelen sozusagen. Also ich weiß nicht, wie die Leute das machen, ehrlich gesagt, weil ich das noch nie gemacht habe. Also eigentlich sollte man schon eine Sicherheit verlangen. Und jemand, der dir keine zahlen will, wäre ich wirklich vorsichtig, weil es kann schon wirklich sein, dass das ein Scammer ist. Dann gibt es natürlich auch Leute, die haben den Dust, wie jetzt hier gerade im Chat angeboten wird. Aber das ist, soweit ich weiß, eigentlich trotzdem selten. Also meistens wird eigentlich wirklich nur die Jewels verkaufen. Den Dust musst du selber beschaffen. Vor allem, wenn du nicht plus 0 willst, sondern vielleicht sogar direkt plus 4. Und dann, wie gesagt, muss man eigentlich schon wirklich immer mit Sicherheit arbeiten, weil man weiß ja nie, wer einen scammen will. Also ich meine, außer du kennst die Leute halt, aber selbst wenn du sie kennst, ist es ja auch kein Ausschlusskriterium dafür, dass sie dich nicht trotzdem scammen könnten. Also wäre ich auf jeden Fall auch vorsichtig. Aber da muss man auf jeden Fall drauf achten, weil ja, also was man am öftesten sieht, sind halt Adept- und Champion-Schmuckteile, weil das die beliebtesten sind. Defender und Marksman sieht man nicht so häufig, weil die halt nicht so gut verkäuflich sind, weil die nicht jeder braucht oder die meisten Leute brauchen sie nicht. Marksman braucht nur eine einzige Klasse, Ranger eigentlich. Und Defender braucht so gut wie niemand, eher PvP und Tanks oder vielleicht AOE-Charakter. Aber die meisten Leute, wie gesagt, sind eher Champion und Adept. Schmuck. Und ja, das heißt, die Leute, die halt Schmuck verkaufen wollen halt trotzdem das Risiko nicht eingehen. Ich meine, Champion und Adept ist, wie gesagt, eigentlich kein wirkliches Risiko. Aber es ist ja trotzdem immer noch das Beste. Du schautest einfach, verkaufe Schmuck nach Wahl sozusagen oder verkaufe halt die Fragmente. Und dann kannst du dir ja selber aussuchen, welchen Schmuck du nimmst. Und das machen halt viele Leute. Aber wenn du jetzt Champion-Schmuck suchst, weil du hast ja, oder nee, was für einen Schmuck suchst du? Den hast du gar nicht geschrieben, oder? Ah, doch, Champion. Genau. Also Champion solltest du eigentlich schon finden. Champion wird eigentlich sehr häufig verkauft. Vielleicht hattest du heute Pech oder vielleicht dieses Wochenende, keine Ahnung. Vielleicht ist gerade nichts auf dem Markt. Aber Champion wird eigentlich sehr häufig verkauft. Das sieht man eigentlich schon oft. Und Adept genauso. Also die kann man auch so kaufen, wenn man keinen Bock auf dieses Traden hat mit den Leuten und dieses Vertrauen und Pfand geben lassen und pipapo. Aber wie gesagt, gibt da mehrere Möglichkeiten, das zu machen. Aber wie gesagt, ich würde immer mit Sicherheit traden. Außer dir wird hier von Haus aus direkt das Komplettpaket geboten, dann hast du eh kein Risiko. Dann passt's auch. Aber da wurden schon einige Leute gescammt, also da muss man immer aufpassen. Erst letztens auf Totemia, da ging es zwar nicht um Schmuck, sondern um, was ging es da nochmal? Um Karten, glaube ich. A-Karten, seelengebundene A-Karten in eine Waffe socken. In eine Lusakas Crystal 2-X, die auch noch gut geupgradet war. Und die wurde dann wohl auch anscheinend einfach weggescammt. Und man hat sich wohl kein Pfand geben lassen. Und das halt bei einem Item, das mehrere 100 Euro in F-Coin umgerechnet wert ist.
Und ja, gut, bei 88 Staub, da geht es jetzt wie gesagt um 200 Mio. Das ist gerade mal ein bisschen mehr als ein Zehner. Oder es ist zwischen 10 und 20 Euro. In F-Coins gerechnet. Ich sage mal, ist jetzt kein Weltuntergang, aber es muss ja trotzdem nicht sein. Ich meine, es gibt Leute, die scammen auch wegen 10 Mio. Also, ja, ich finde halt so, klar, will man den Leuten jetzt nicht so indirekt sagen, ja, ich denke, du bist ein Scammer, ich will von dir hier einen Pfand sehen. Also ich verstehe schon, dass es halt ein Thema ist, was man jetzt nicht so gern sagt, so, weil man ja wirklich indirekt sagt, ja, ich denke, du bist ein Scammer, Bro. Weißt du? Also das verstehe ich schon. Aber auf der anderen Seite finde ich halt, wenn man sich in die Lage von demjenigen, der vertrauen soll, versetzt, finde ich es halt eigentlich crazy, dass sich dann irgendjemand gekränkt fühlt oder so. Weil es ist ja überhaupt nichts Persönliches. Es geht ja einfach nur darum, naja, Bro, ich habe jetzt hier 88 Staub, 300 Mio, 200 Mio, whatever. Oder wie gesagt, in dem Fall von einer krassen Waffe, von einer Ultimate-Waffe. Ja, warum soll ich dir jetzt vertrauen? Ich meine, ich kenne dich nicht. Ich weiß nicht, wer du bist. Ich habe dich doch nie gesehen. So, es hat ja gar nichts damit zu tun, dass ich dich jetzt nicht mag oder so. Oder dir, wie gesagt, indirekt sage, dass du ein scheiß Scammer bist. Sondern es geht einfach nur darum, dass ich dich gescammt werden will. Und man kennt sich halt einfach nicht. Und ich meine, wer garantiert mir, dass du nicht einfach abhaust? Und Gala selbst sagt ja quasi, man soll Leuten nicht einfach seine Items traden, weil man kein Recht darauf hat, die dann zurückzufordern. Und, ja. Aber es gibt manche Leute, die sind dann direkt offended. Oder sagen sowas wie, ich gebe keinen Pfand, wenn du mir nicht vertraust, Pech gehabt. Aber das finde ich ja irgendwie auch eine ziemlich kindische Einstellung.